Hallo meine Lieben, Tag 18 meiner Weihnachtskarten-Challenge. Heute arbeiten wir mit diesem Set hier. Und was wir mit diesen süßen kleinen Häschen machen werden, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir mit dem heutigen Stempelset machen, das ist diese Karte hier. Die ist eher so ein bisschen dreidimensional. Das heißt, die könnt ihr dann auch nicht wirklich komplett flach machen. Die ist so mit einem kleinen Bakersjan zusammengebunden. Kann man aufmachen und dann hat man hier so eine Landschaft, die so ein bisschen diesen 3D-Effekt hat. Mit auf diesen beiden Seiten ein Häschen. Und dann in der Mitte die Elemente, die auf verschiedenen Ebenen angebracht sind. Für die Karte brauchen wir einiges. Und zwar brauchen wir die Basiskarte hinten. Das gibt so eine Karte, die quadratisch ist, 13 x 13 cm. Von dem her brauchen wir hier 2 Stück von der Farbe, die ihr für euch haben wollt. 26 cm x 13 cm. Eben zweimal. Dann brauchen wir für den Hintergrund brauchen wir eine Karte vom Designpapier, die ist 12,5 x 12,5 cm. Dann für die äußeren Teile, die geklappt werden, da ist es 6 cm x 12,5 cm, das zweimal. Plus dieselbe Größe, auch diese 6 cm x 12,5 cm braucht ihr für außen dann. Die werden wir dann prägen. Dann braucht ihr noch so Schnittreste, weiß und rot oder die Farbe, die ihr für euch ausgesucht habt. Da kommt für das Label vorne drauf. Dann braucht ihr natürlich auch noch weißes Papier, um drauf zu stempeln. Und wir werden noch so eine Hügellandschaft ausstanzen, die da oben drauf kommt. Um da auch noch so ein bisschen Spiel zu geben mit diesen kleinen Hasen. Wir brauchen die Stanzen, um ein Loch durch die eine Karte zu stanzen, und dann brauchen wir auch noch diese Framelets, die sind so ganz leicht gestitcht. Da will ich innen drin dieses Hoppy Holidays dann stempeln. So, jetzt, wir fangen an zuerst mit der Basiskarte. Die werden jetzt beide anders gefalzt. Wir nehmen mal die erste und das Falz- und Schneidebrett. Und Achtung, eine Kante, diejenige, mit der ihr schneidet, macht die einfach weg, damit ihr die nicht fälschlicherweise erwischt. Und dann falzen wir das erste Papier auf beiden Seiten bei 6,5 cm. Das heißt, ich lege das hier bei 6,5 cm an und falze. Dann drehe ich die um, upsie, und falze auch bei 6,5 cm auf der anderen Seite. Das ist alles, was ich mit der Karte falzen werde. Die andere Karte, da fangt ihr gleich an, auch beide Seiten bei 6,5. Dann dreht ihr das Ganze einmal um, weil die Mitte wird dann in die andere Richtung gefalzt, und da müsst ihr bei 13 falzen. Das heißt, hier bei 13 anlegen und dann einmal falzen. Und dann können wir eigentlich auch schon hingehen und das Ganze falzen, und denkt immer dran, es gibt immer so einen Hügel und eine Talsohle. Was wir machen mit dem Falzen, wir machen das Papier dynamischer, und deshalb ist es so, dass
man immer der Hügel innen liegt und dann die Talsohle außen. Dann haben wir hier die erste Karte, die 13 mal 13 cm ist und sich dann so öffnet. Und bei der zweiten machen wir die beiden äußeren, machen wir gleich. Wenn wir die beiden Karten dann zusammenbauen, dann seht ihr, dass die hier sich dann so erhöht. Und es ist auch so, wenn man die zumacht, die wird sich nicht komplett flach legen lassen, was aber auch cool ist, weil es gibt dann hier so quasi einen 3D-Effekt. Und auch wenn ihr die mit der Post versenden wollt, das reicht dann trotzdem. Damit wir jetzt aber dieses mittlere Element haben, müssen wir hier einen Kreis reinstanzen und da nehme ich diesen Kreis, der so eine doppelte Stitchline hat. Das heißt, wenn ich den ausstanze, habe ich trotzdem die äußere Stitchline noch auf der Karte drauf. Und genau das machen wir jetzt. Und da ich die Big Shot gerade so in der Hand habe, werde ich auch gleich noch die beiden äußeren Elemente prägen. Dann auch gleich noch so die Langecke ausstanzen, die ich für das eine Label brauche. Da habe ich einfach geguckt, dass ich das Rechteck nehme, was genug groß ist für dieses Hoppy Holidays. Und dann auch noch diese beiden kleinen Dinger, welche ich brauche für das Label, was vorne auf die Karte drauf kommt. Dann wollten wir auch noch so Schneehügel haben. Da werde ich auch noch was ausstanzen. Da gucke ich einfach, dass die Schneidelinie oben liegt, also möglichst oben am Blatt und die Stitchline unten, weil die Stitchline ist ja das, was dann bleibt auf dem Papier. So, und das ist auch schon alles, was ich mit der Big Shot machen werde, weil für die kleinen hier habe ich tatsächlich keine Stanzformen, von dem her, da werde ich überall Fussy Cutting machen müssen. So. Das heißt, wir haben hier die beiden Label für innen, die Label für außen, die beiden Hügel und die Elemente geprägt, die außen auf die Karte kommen. Als nächstes gehen wir hin und stempeln. Ich werde effektiv alle Elemente, bis auf die Sprüche, da werde ich nur das Hoppy Holidays und I've been Snow Good this year, die werde ich stempeln, die anderen drei nicht. Stempeln werde ich das Ganze mit dem Memento, weil ich die kolorieren will.
Und die beiden Sentiments, die werde ich mit der StarSon stempeln. So, und jetzt fangen wir mal an, ein paar Sachen zusammenzukleben. Einerseits will ich hinter dem Kreis eine Mattung haben und dafür ist diese Karte, die wir auf 12,5 x 12,5 geschnitten haben, und die klebe ich hier mittig drauf. Dann gucke ich einfach, bevor ich diese beiden äußeren aufklebe, gucke ich kurz, wie ich den Hügel haben möchte. Und zeichne mir das nur hier kurz an, damit ich klebe das kurz auf und dann schneide ich es. Geht mir ein bisschen einfacher, dann sehe ich auch gleich, wo was sein soll. Dann haben wir hier die beiden äußeren Elemente, die wir auch schon draufkleben können. Und den Hügel selber, der in der Mitte ist, den klebe ich nicht hinten drauf, sondern den klebe ich hinter diesen Halbkreis drauf. Das heißt, ich messe ihn hier nur kurz ab von dieser Falzlinie zu dieser Falzlinie. Da sehe ich ja, wo die Falzlinie ist. Das markiere ich mir kurz, schneide das ab. Rechne mir kurz an, bis wo hier Kleber drauf soll. Und ihr seht, ich habe die Rückseite von dem, was ich ausgestanzt habe, nicht die Vorderseite. Was wir jetzt noch machen müssen, dieses Element hier ist ja nicht gefalzt und deshalb wird sich das auch nicht entsprechend biegen. Von dem her müssen wir hier auch noch kurz die Falzlinie nachziehen. Da könnt ihr euch einfach an dem orientieren, was ihr schon gefalzt habt. Das heißt, das legt ihr hier einfach, hier hat es ja eine Linie auf dem Brett und da legt ihr das einfach drauf. Und zieht auch hier diese Falzlinie nochmal nach.
wäre das eigentlich alles auch schon bereit zum Zusammenkleben. Ich will aber zuerst diese Elemente, die ich alle gestempelt habe, mache ich kurz, die koloriere ich und dann werde ich auch noch Fussy Cutting machen. Welche von den Copics ich verwende, das schreibe ich euch oben rein, damit ihr seht, was ich da mache. So, und jetzt, wo ich alles koloriert habe, geht es noch darum, Fussy Cutting zu machen. Und denkt immer dran, wenn ihr so Sachen ausschneidet, bleibt mit der Schere eigentlich gerade und wendet das Element eigentlich mit der linken Hand. Das heißt, nicht mit der Schere ums Motiv herumgehen, sondern die Hand führt quasi die Kurven. Das geht wesentlich einfacher und gibt auch ein schöneres Resultat. So, dann haben wir schon den ersten und das mache ich jetzt mit den anderen auch noch. So, jetzt habe ich alles koloriert und bevor ich das jetzt alles aufbringe, werde ich diese beiden Karten mit aufeinander kleben, respektive ich fange zuerst kurz an. Nee, genau, das machen wir. Jetzt dadurch, dass wir hier diese Falzlinie innen haben, ist das innere Papier natürlich ein bisschen größer geworden. Deshalb, das können wir hier ganz einfach mit der Schere abschneiden. So, dann passt das wunderbar hier drauf. Verkehrt rum. So. Und dann haben wir hier ja noch zwei äußere Teile, die da drauf kommen. Klebe ich auch gleich mit Flüssigkleber drauf. Können wir die Label auch aufeinander kleben. Ich finde die super süß. Diese Framelits, die sehen aus wie die Kekse, ne? Ganz süß. So, das kommt dann vorne drauf, aber da warten wir gleich noch mit, sondern wir machen jetzt innen weiter. Und innen dachte ich mir, okay, das Label mache ich so, dass ein bisschen Rot reinkommt und dann das Weiß so ein bisschen verschoben ist und das kommt hier oben in die Ecke. Von dem her kleben wir das hier kurz aufeinander. Dann können wir das hier in der Ecke auch gleich auf die Karte draufkleben.
Einfach nicht zu viel Kleber drauf, damit es hier unten, das ist wirklich nur am vorderen Teil der Karte, klebt und nicht hinten auf der Mattung. So, dann will ich diesen kleinen Kerl, möchte ich gerne auf der Seite haben. Und da wir durch diesen Hügel so eine Erhöhung haben, mache ich auf dem Teil, der auf der Mattung liegt, mache ich Dimensionals drauf und vorne klebe ich es effektiv mit dem Flüssigkleber an. Dann hier drüben möchte ich den kleinen mit einem Geschenk haben. Und auch hier wieder dasselbe, ne? Der Teil, der hier auf dem Hügel liegt, den mache ich mit Flüssigkleber und oben die Dimensionals. So, den kleinen hier, den will ich hinten dran, aber am Hügel und nicht auf der Mattung. Der Tannenbaum kommt auch direkt auf die Mattung mit einem Dimensional und der kommt vorne auf den Kreis drauf. So haben wir wirklich ein schönes Spiel an Dimensionen. Das heißt, bei dem hier mache ich nur unten Kleber drauf, wo er auf diesem Halbkreis drauf ist. Und das hier oben, das ist freischwebend. Den hier, wie gesagt, der kommt hinten hier dran. So, und noch der Tannenbaum, haben wir gesagt, mit den Dimensionals. Dann will ich dem Ganzen, gerade dem Weiß, weil es sehr viele weiße Fläche auch ist, gebe ich noch ein bisschen Wink of Stella. Das ist so ein flüssiger Glitzerstift. Das sieht ihr sehr wahrscheinlich in der Kamera nicht, aber wenn man das im Licht hält, glitzert das so wunderschön. Das mache ich einfach entlang der Kante des Hügels. Und dann gebe ich dem hier auch noch so einen ganz leichten Strich. Da ist immer das Ding, ne? Mit dem Ding kann man eigentlich fast nicht aufhören. Wobei zu viel ja dann auch nicht gut ist, aber ich höre auf, es reicht. So, jetzt haben wir die Innenseite, wo ihr seht, ne, das hat einfach, dadurch, dass wir dieses Loch hinten haben und alles so ein bisschen unterschiedlich aufgeklebt haben, hat das jetzt eine wunderbare Dimension auch. Und damit uns jetzt aber diese Karte nicht immer, wenn man sie so hinlegt und nicht hält, dann geht die immer wieder auf. Und da, bevor wir das Label hier vorne draufkleben, auf die eine Seite, arbeiten wir hier noch kurz mit einem Bakers Yarn. Da habe ich einfach so ein Bakers Yarn genommen, was grau-weiß ist. Und das binde ich jetzt zusammen mit einer Schlaufe.
Dann kommt hier dieses Label auch noch drauf, einfach nur logischerweise auf einer Seite geklebt. Und schon ist unsere Karte fertig. Ich hoffe, euch hat die Idee mit dieser einmal ein bisschen anders gefalteten Karte gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die ganzen Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Und naja, wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das so bitte, weil das hilft mir tatsächlich. Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt auch auf das kleine Glöckchen unten und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!